Hi, neulich kam eine Newsmeldung und auch eine Pressemitteilung von der japanischen Finanzbehörde, die mich ein bisschen überrascht hat. Sie veranstalten einen Wettbewerb, bei dem Ideen gesucht wird, damit Jugendliche mehr Alkohol trinken. Der Hintergrund ist, dass die Japaner immer weniger Alkohol trinken. Es war so, dass im Jahr 95 im Schnitt ein Japaner 100 Liter pro Jahr getrunken hat. Trinken darf man übrigens in Japan erst ab 20. Aber im Jahr 2020 sind es nur noch 75 Liter, sprich 25% weniger. Das muss natürlich geändert werden. Vor allem wird es auch jetzt noch viel schlimmer, da in den letzten 2 Jahren noch weniger Leute trinken gehen während der Pandemie. Was auch komischerweise verständlich ist, wenn sich Leute halt eher zurückhalten und sich weniger mit Leuten treffen und sich besaufen. Und ja, die Finanzbehörde hat das Gefühl, dass man dadurch mehr Alkoholsteuer gewinnen kann, wenn die Jugendlichen lernen würden, wie man sich besäuft. Also suchen sie jetzt nach Ideen. Ja, das war so die Mitteilung, die ich dann neulich mitbekommen habe. Und ich muss ehrlich sagen, sowas Absurdes habe ich echt lange nicht gehört. Dass halt eine echte Behörde die Jugendlichen dazu animiert, sich zu besaufen, egal was es kostet. So Gesundheitsfaktor und sowas, es spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, sie sollen mehr Geld ausgeben. Und Japan floriert dann dadurch, weil sie bekommen dadurch mehr Geld. Man könnte doch eigentlich fast so sehen, dass die Behörde bzw. die Regierung offiziell versucht, von Jugendlichen die Gesundheit und die Kohle zu rauben. Das ist eine Top-Idee. Einfach japanisch. Aber generell gibt es ja auch dann so die Tendenz halt in Medien zu sagen, Wakamono no Banare, sprich die Abkehr der Jugendlichen von In diesem Fall Wakamono no Alkohol Banare, Abkehr vom Alkohol unter den Jugendlichen, weil sie trinken weniger. Es ist auch so eine generelle Medienkrankheit, sage ich mal ganz offen, dass wenn sie halt sowas sagen, die Jugendlichen sind so und so, so können sie halt mehr Aufmerksamkeit der Lesergruppe zu sich ziehen. Und die meisten Leser sind ja schon relativ alt. Und wenn sie irgendwas ja jugendlich Kritisches sehen, finden sie es geil. Und jedes Mal, wenn es irgendwo wirtschaftlich nicht gut aussieht, sei es in der Musikindustrie oder jetzt Alkohol, was auch immer, heißt es dann immer Wakamono no Banare. Also die Jugendlichen sind daran schuld, weil sie nicht mehr dies und jenes machen. Und die bisherigen Punkte, die erwähnt worden sind, dass die Jugendlichen Wakamono weniger rauchen, Tabako Banare, weniger Geldspiel spielen, Gyamburu Banare, Wakamono no Kuruma Banare, die fahren weniger Autos, Wakamono no Sports Banare, die machen weniger Sport, daddeln weniger, gehen auch weniger zu Karaoke, lesen weniger Zeitungen, haben ein Interesse an Beziehungen verloren, daten weniger, wollen weniger heiraten, hören weniger Musik, gehen weniger ins Kino und sie lesen generell weniger. Alles bei den Jugendlichen in die Schuhe schieben, denn sie sind daran schuld, dass Japan weniger Geld hat und mehr Schulden zu sich nimmt, so nach dem Motto. Das ist einfach ein totaler Schwachsinn. Aber früher oder später wird sich das auch ändern, weil Japan halt nach und nach schrumpft. Aber ja, kurz gefasst wollen sie nicht wahrhaben, dass irgendwas nicht stimmt und dass sie irgendwas falsch gemacht haben und schieben alles bei den Jugendlichen in die Schuhe. Sie sind daran schuld, dass irgendwas nicht stimmt. Nur bei dem aktuellen Fall Wakamono no Alkohol Banare oder Osake Banare, sprich die Jugendlichen nehmen weniger Alkohol, Gesöff, Wein, Bier, was auch immer zu sich. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Jugendlichen im Schnitt weniger Zeit mit XY verbringen. Es gibt einfach 30 Milliarden Entertainment-Elemente auf dieser Welt. Es ist nicht so wie in den 60ern, es gab nur Fernseher, es gab nur 3 Programme und alle haben es geguckt und sobald irgendwas lief, hieß es dann 60% Einschaltquote. Das kriegt man heutzutage nicht mehr. Aber einige Leute haben solchen Wandel der Zeiten überhaupt nicht mitbekommen. Und nochmal kurz zurück zum aktuellen Thema. Wakamono no Alkohol bzw. Osake Banare. Und die Regierung hat weniger Geld. Einfach japanisch. Es gibt aber eine ganz kleine Methode, die mir so die ganze Zeit im Kopf schwebt, um die japanische Wirtschaft richtig kräftig anzukurbeln. Grenzen öffnen. Lasst die Touristen rein. Das wäre auf jeden Fall die einfachste Methode überhaupt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ist auch wieder so eine Mediensache, aber Japan schiebt dann richtig Panik, weil sie reden tagtäglich über die höchste Infektionszahl seit Jahren und das war noch nie so schlimm. Und ja, sie reden einfach wirklich nur über die Neuinfektion.
während andere Länder sich auf andere Fakten konzentrieren und versuchen, das normale Leben zurückzuholen. Da geht Japan auf jeden Fall den eigenen Weg. Also würden sie das lassen, denke ich mal, hat Japan auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Karte, um das Leben mit Corona zu verwirklichen. So generell ist es ja auch so, dass da der Hygienestandard sehr hoch ist. Es werden immer Hände gewaschen, desinfiziert und generell haben sie auch nichts gegen Masken tragen. Würden sie einfach aufhören, da so unnötig Panik zu machen und auch die Grenzen öffnen, werden auch so 2, 3 Leute nach Japan fliegen und viel Geld ausgeben. Vor allem auch unter aktuellen Umständen mit dem schwachen Yen. Ich meine, in keinem anderen Land kann man so günstig so tolle Sachen essen wie in Japan. Also versteht mich bitte aber nicht falsch, ich will absolut nicht sagen, ich habe es auch überhaupt nicht vor zu sagen, dass die ganzen Maßnahmen und Einschränkungen in Japan in irgendeiner Weise falsch war oder so. Es war komplett richtig und ist auch tatsächlich so, dass Japan zumindest noch sehr gut da durchgekommen ist. Also die Sterberate ist dann deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern. Aber würden sie auf jeden Fall lernen, damit zu leben und auch damit ins normale Leben zurückzukehren, wird das auf jeden Fall dem Land helfen. Auch zum Beispiel auch die Städte wie Kyoto, Osaka oder auch Niseko, so die ganzen Gegenden, die sehr viel und sehr stark auf Touristen angewiesen sind. Sie brauchen diese Leute, sie haben von den Touristen gelebt und das gehört auch zum Alltag wieder. Ab dem 10. Juni war es ja auch so, dass die Touristen mit einer Reisegruppe, mit Reisebegleitung und so zwar rein dürfen, aber wirklich viele haben das Angebot nicht genutzt oder auch nicht nutzen können. Aus verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel, das kostet einfach verdammt viel. Im Jahr 2018 wurde halt ein neuer Rekord erstellt mit 30 Millionen ausländischen Touristen in Japan. Im Jahr 2019 wurde das mehr mit fast 32 Millionen. Um genau zu sein, war es glaube ich 31,88 oder so. Ja, und es wurde versucht, im Jahr 2020 40 Millionen zu erreichen, aber wir wissen ja, was passiert ist. Ich glaube, in diesem Jahr waren es dann gerade einmal 10.000. Sprich, nicht mal 1/30 vom Jahr 2019. Also, wenn man schon ganz einfache Mathe-Rechnungen hinbekommt, wie zum Beispiel 1 plus 1 ist gleich 2, kann man ja schon ganz grob erahnen, was die Touristen in Japan machen könnten. Meiner Meinung nach wird sich auch bis Ende September zumindest nichts tun. Es wird auch wahrscheinlich nicht strenger werden oder so. Aber ich hoffe wirklich, dass Japan, dass irgendjemand klug genug ist und auch die Macht hat und Mut hat und sagt, macht die Grenzen auf. Lasst die Leute rein. Einfach japanisch. Ja, da mich die Newsmeldung etwas schockiert hat, wollte ich mal auf jeden Fall so ein Video drehen, um ein bisschen über Japan zu ranten. Manchmal muss auch sowas sein, beziehungsweise ich wollte es unbedingt mal gesagt haben. Eigentlich muss ich auch nicht fragen, wie ihr das seht, aber wollt ihr auch, dass Japan mal vielleicht die Grenze öffnet? Schreibt gerne in das untere Kommentarfeld hinein, was ihr davon haltet. Und natürlich, sobald ich irgendwas Neues höre, werde ich euch auch immer updaten. Vielen Dank für euer Abonnement, Kommentare, Likes, Merch-Einkauf, Mitgliedschaft und generellen Support. Japanisch besoffen sein ist ziemlich einfach, oder? Nomisugi Chui. Trinkt nicht zu viel.